Kennst du diese Empfehlung, wenn du jemandem erzählst, dass du Rückenschmerzen hast? Ja, dann schon dich erstmal ein bisschen und warte, bis es wieder weg ist. Da musst du echt aufpassen. Einige empfohlene Schonhaltungen können nämlich direkt das Gegenteil bewirken. Warum das so ist? Hör am besten genau zu, wenn ich es dir kurz erkläre und zeige. Wenn du dann gleich die Hintergründe nachvollziehen kannst, zeige ich dir einen sehr aussagekräftigen Selbsttest, der dir richtig die Augen öffnen kann und daraus folgend die wichtigsten 2 Liebschaum-Prachtübungen. Und zum Schluss beschreibe ich dir noch eine Möglichkeit, wie du dir gegen die Hauptursache der Rückenschmerzen einfach nur durch Rumliegen selbst helfen kannst. Wie entstehen Rückenschmerzen? Nach unserer Auffassung hat das ganz viel mit dieser Position zu tun. Kennst du die? Das ist das Sitzen. Und wir sitzen ungefähr 10 Stunden am Tag nach Studienlage, was da immer vergessen wird so ein bisschen. Viele schlafen auch im Sitzen, in der Seitenlage, ein oder beide Beine angezogen. Und das ist auch die Sitzposition. Und wir gehen davon aus und beobachten es immer wieder und merken es auch bei den Übungen, dass die Leute dadurch hier vorne immer mehr verkürzen. Vor allem in der Hüftbeuger. Und hüftbeugende Muskeln spielen eine große Rolle. Wenn wir also so viel sitzen und das nicht ausgleichen, weil das Sitzen selbst ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir es nicht ausgleichen. Dann stellen die sich hin, werden nach vorne gezogen, wollen sich dann gerade stellen. In den ersten Jahrzehnten geht es noch, aber dann zieht hinten was gegen, weil vorne zieht was, hinten zieht gegen und beides zusammen zieht auf die Wirbelsäule. Das gibt die Schmerzen, das gibt Bandscheibenvorfälle und so weiter und so fort. Ja, das ist das Hauptproblem. Schau mal, so wie ich hier liege, das ist die häufigste Schonhaltung, die eingenommen wird, auch empfohlen wird. Und warum ist das die Schonhaltung? Weil ich wieder sitze, weil der Körper wieder das machen kann, woran er sich im Sitzen gewöhnt hat, den ganzen Tag 10 Stunden und wie er schläft. Auch wieder die Sitzposition. Aber die führt immer weiter in die Sackgasse rein und nicht raus. Was fällt dir jetzt auf? Das ist wieder eine ähnliche Position, weil ich habe hier wieder fast einen 90-Grad-Winkel. Und jetzt machen wir den Selbsttest. Und wir müssen den am Boden machen oder auf einer Matte mit festem Untergrund, weil du es erstmal die Lendenwirbelsäule so weit wie möglich zum Boden bringen musst. Ja? Also den Bauchnabel zurückziehen. Und wenn du das hast, dann fängst du an, mit den Zehen dich über den Boden zu ziehen und streckst die Beine immer mehr. Und horchst in deinen Rücken rein, ob es da eine Spannung gibt. Du gehst immer weiter runter und es kann sein, dass in einem Winkel, der vielleicht so ist, dass du merkst, oh, jetzt wird es unangenehm, hinten im Rücken. Oder du merkst auch, wie die Lendenwirbelsäule vom Boden weggehoben wird nach oben. Dann hast du den Punkt, wo der Hüftbeuger schon seine Kürze zeigt, weil der muss ja nachgeben bei dieser Bewegung. Und dann merkst du, ach du Schreck, der ist so kurz, dass es hier schon zieht. Vielleicht zieht es auch dort. Vielleicht kommst du auch runter, ohne dass du ein Ziehen merkst. Und das ist jetzt der Test. Du musst mindestens runterkommen, mit den Knien aufliegen, mit den Kniekehlen, ohne dass eine Spannung im Rücken entsteht. Wenn die Spannung im Rücken entsteht, beispielsweise hier, dann weißt du, ab hier dehnst du schon. Und das benutzen wir jetzt bei der ersten Übung, die gleich kommt. Bevor wir jetzt die erste Übung machen, krieg mal ein Feeling. Geh mal in deinen Rückenschmerz rein. Hör mal genau, was er sagt. Wann merkst du ihn? Merkst du vielleicht beim Laufen. Ja, lauf ein bisschen, beug dich nach vorne, mal nach hinten zur Seite, dreh dich ein bisschen. Krieg ein Gefühl dafür, weil das ist ja die Sprache, mit der dein Körper zu dir spricht. Der Schmerz ist die Sprache letztendlich. Ja? Und jetzt machen wir Folgendes. Wenn du eben bei diesem Selbsttest gemerkt hast, dass bevor die Kniekehlen unten aufkamen, es schon gezogen hat im Rücken, dann gehst du jetzt relativ zurückhaltend, vorsichtig vor die Wand, wohl wissend, da ist nicht viel Platz, um noch mehr zu dehnen. Wir stellen erst die Hüfte gerade, Bauchnabel zurückziehen, Leisten nach vorne und es kann sein, dass du da den Zug schon merkst. Der Unterschied ist, schau mal, wenn ich in der Hüfte so bin, dann ist mein Becken gekippt. Es kann deutlich sein, dass dann weniger Zug zu spüren ist. Dann wäre schon praktisch das Aufrichten des Beckens die erste Dehnung. Und dann kannst du ja noch ein bisschen mehr geben und ganz, ganz vorsichtig ein bisschen überstrecken. Genauso weit, wie du merkst, dass das Ziehen im Rücken gerade noch gut erträglich ist. Und das ist die Übung. Oder du bist schon hier. Das ist die gleiche Übung, nur in einem anderen Winkel.
Okay? Und jetzt machen wir sie erstmal zusammen. Such dir genau deine Position, wo du merkst, dass es deutlich reinzieht, aber noch gut erträglich ist. Also muss gerade noch ein Wohlfühlschmerz sein, ausgelöst durch diese Übung. Es kann zusätzlich, dass es im Rücken zieht, auch in der Leiste ziehen, in den Hüftgelenken so ein bisschen ziehen. Und wir dehnen erstmal. Schön weiter reindehnen. Atmen dabei. Und versuche zunehmend, so wie es nachlässt, ja, diese Intensität des Dehnens, die lässt ja nach, weil die Muskeln und die Faszien nachgeben. Und so wie das nachlässt, gehst einfach mehr rein und hältst dich immer in so einem Bereich, der gerade noch gut erträglich ist, gerade noch positiv besetzt ist. Atmest dabei, beim Ausatmen immer ein bisschen mehr noch in die Dehnung gehen, weil da entspannt der Körper. Und jetzt steuer mal an und drück mit Kraft aus Hüfte und Bauch die Hände so gegen die Wand, als wolltest du die Wand von dir wegschieben. Dann merkst du deinen Bauch, dein Becken spannen an. Dann lässt du wieder locker, gehst weiter in die Dehnung und spannst nochmal an. Und lässt wieder locker und gehst weiter in die Dehnung. Und spannst nochmal an. Und lässt wieder locker, dehnst noch ein bisschen weiter. Nochmal 3 tiefe Atemzüge. Und dann komm langsam wieder raus. Geh mal kurz in die Gegenbewegung, das tut immer ganz gut. Beug dich mal kurz ein bisschen nach vorne. Und mache mal ein paar Schritte und fühl rein. Fühl rein, hat sich was geändert? Es kann durchaus sein, dass sich schon was geändert hat, weil wir haben ja das, was vorne zu kurz ist, haben wir ja länger gemacht. Fühl rein, schreib ruhig gerne mal einen Kommentar und gib einen Begeisterungsdaumen nach oben, wenn du merkst, das ist ja wirklich schon besser geworden. Und jetzt kommen wir zur Dehnung Nummer 2. Jetzt gehen wir auf die Gegenseite, nämlich das, was hinten im Rücken sich immer so anspannt und im Gesäß, um den Zug, der von vorne kommt, wieder aufzuheben. Das ist der Hartspann und da gehen wir jetzt rein. Setz dich locker auf die Couch, nimm die Beine so nach vorne, dass wir ungefähr 90 Grad Winkel haben und dann merkst du beim Runtergehen, irgendwo fängt es an im Rücken zu ziehen. Vielleicht hier, vielleicht dort. Ist egal wo, üb an deiner Stelle. Und das Üben geht einfach so, ich komme halt so weit hier runter, ich gehe bis hier runter. Da, wo du die Spannung merkst, im unteren Rücken, aber auch durchaus in der Leiste und in der Hüfte vielleicht, geh so weit runter, bis du merkst, oh, jetzt zieht es deutlich rein. Steiger das noch ein bisschen. Aha, zieht deutlicher rein. Und dann merkst du, mehr solltest du nicht machen, weil dann wird es zu unangenehm. Das wollen wir vermeiden. Muss ja noch Wohlfühlen sein. Und jetzt atmest du ein bisschen. Atme ein bisschen und der Vorteil, wenn du das so im Sitzen machst, die Schwerkraft zieht dich unmerklich immer weiter ein bisschen runter. Wenn die Schwerkraft nicht reicht, weil das hinten mal die alles zu fest ist, dann zieh dich halt mit den Armen, egal wo du anfasst, immer ein bisschen weiter nach vorne. Und versuche weniger in der Brustwirbelsäule dich zu biegen, nach vorne zu beugen, sondern versuche im unteren Rücken die Bewegung zu erhöhen. Atme schön und du merkst ja, spätestens nachdem die 30 Sekunden rum waren, hast du deutlich was wahrgenommen. Das ist auch der Grund, warum wir so lange dehnen. Weil vor 30 Sekunden, das lohnt sich kaum, da passiert zu wenig. So, und jetzt steuer mal deinen Rücken an. Und zwar folgendermaßen. Stell dir mal vor, als wolltest du wieder rückwärts gehen, also praktisch jetzt nach oben kommen mit deinem Rücken, mit deinem Rumpf. Und dann merkst du ja, da spannst du hinten an, dass du dich nach oben ziehen kannst durch diese Muskeln da. Da du dich aber festhältst, kannst du anspannen
ohne dass eine Bewegung zustande kommt. Und das ist ja Merkmal unseres Krafttrainings, dieses isometrische Anspannen in der längsten Dehnung. Da passiert komplett viel. Wenn du wieder loslässt, merkst du nämlich jetzt, dass du weiter nach vorne kommst. Also wir machen dich damit flexibel, du gehst mehr in die Dehnung und du kriegst Kraft in diesen Winkeln, was unheimlich wichtig ist auch für den Stoffwechsel, dass du dich da rein bewegen kannst und so weiter. Und dann ziehst du dich nach oben, lässt locker und gehst weiter runter. Und nochmal nach oben ziehen und locker lassen und weiter runter gehen. Und wieder du ziehst nach oben, lässt locker und gehst weiter runter. Und atme dich noch ein bisschen rein. Immer beim Ausatmen noch ein bisschen weiter runtergehen. Spüre rein, wo du dich biegst nach vorne, am besten im unteren Rücken. Und lass los. Loslassen heißt, versuch völlig entspannt zu bleiben, während du dich weiter reindehnst. Das Einzige, was jetzt ein bisschen Kraft braucht, ist, dass du dich mit den Händen, falls nötig, immer weiter nach unten ziehst. Der ganze restliche Körper sollte sich entspannt anfühlen. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Da sind wir wieder. Steh langsam auf. Geh mal kurz nach hinten in die Überstreckung, in die Gegenbewegung wieder rein und geh mal ein paar Schritte. Fühl mal rein. Und jetzt hätte ich gerne wieder einen Kommentar. Schreib, wie du dich fühlst. Falls du noch keinen Begeisterungsdaumen gegeben hast und jetzt einen Grund hast, dann gib ihn bitte jetzt. Jetzt habe ich dir ja noch versprochen, beim Rumliegen gegen den größten Grund für die Rückenschmerzen vorgehen. Ja? Und was ist der größte Grund? Haben wir vorhin schon erklärt. Das verkürzte vorne. Und wie kann ich rumliegen? Indem du den Rückenretter nimmst oder ein paar Bücher einfach übereinander stapelst. Und zwar so, dass du dich dann mit dem Kreuzbein drauflegen kannst. Und wenn du die Beine streckst, du die Dehnung merkst. Und die Höhe des Rückenretters oder auch der Bücher stellst du so ein, dass wenn du die Beine dann streckst, dass du gut in der Dehnung bist, aber die muss gerade noch positiv sein. Und so bleibst du einfach, ja, eigentlich so lange wie du magst, ja. Also 2 Minuten mindestens, die 2 Minuten sind wichtig, aber du kannst gerne auch 5 oder 10 Minuten drauflegen. Nur gerade wenn du es zum ersten Mal machst, das ist so eine intensive Dehnung, das glaubt man erstmal gar nicht, weil man liegt dir nur so ein bisschen rum, ja. Aber das dehnt so gut auf. Geh dann ganz vorsichtig raus. Ich zeige dir wie, ob Bücher oder Rückenretter. Du hebst dich ganz sanft an, schiebst es raus und kommst dann ganz vorsichtig wieder hoch. Und kurz in eigener Sache, unser Rückenretter ist eines unserer Hilfsmittel, die wir alle entwickelt haben, damit dir das Üben leichter fällt, du es effizienter machen kannst und auch Zeit sparst, indem du einfach rumliegst und vielleicht dabei fernguckst und trotzdem gleichzeitig aufdehnen kannst. Wenn du Infos haben möchtest zum Rückenretter, dann klicke bitte hier oder auf das Bild unterhalb des Videos. Ja, und das mit den Rückenschmerzen ist ein Riesenthema, das weißt du ja. Deswegen wäre es unheimlich toll, viele Menschen sind davon betroffen, erkläre denen diese Zusammenhänge. Ist ja ganz einfach. Du sitzt vorne zu kurz, Kraft nach vorne, Kraft nach hinten. Das müssen die Menschen verstehen, weil dann haben sie den Ansatz, um zu erkennen, dass sie sich selbst helfen können. Teil auch das Video mit denen oder mach die Übungen mit ihnen. Ja, nimm daran teil, die Welt aufzuklären. Wenn du gleich noch ein paar Übungen für den Rücken machen möchtest, dann klicke hier für die Rückenroutine. Wenn du dort klickst, dann abonnierst du den Kanal. Mach das unbedingt, wenn du es noch nicht getan hast. Und vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Und hier unten kommst du direkt auf den Rückenretter drauf. Ansonsten freue ich mich total, wenn du gemerkt hast, was man da für sich tun kann. Vielleicht ist schon eine Erleichterung spürbar gewesen bei dir. Ciao, bis zum nächsten Video.